Hallo, mein Name ist Philipp Stempfle. In der nachfolgenden Animation zeige ich Ihnen, wie und warum die jeweilige Kühltechnologie Ihres Hydraulikaggregates, beginnend mit einem Ringkühler plus Axiallüfter, gefolgt von einem Lamellenkühler plus Axiallüfter und abschließend ein Lamellenkühler plus Radiallüfter, die Öltemperatur reguliert und somit direkten Einfluss auf die Höhe Ihrer Umsätze hat. Zunächst zur Frage: Warum ist Ihr Umsatz von der Öltemperatur abhängig? Zur Beantwortung dieser Frage betrachten wir in einem ersten Schritt die Ursachen der Ölerwärmung. Hierzu werfen wir einen Blick in das Video "Warum hängt mein Umsatz von der Motordrehzahl meines Hydraulikaggregates ab?", beginnend bei 0 Minuten und 20 Sekunden. Zunächst eine schematische Darstellung eines typischen Hydraulikkreislaufes. Hierbei stellt der Bereich der gestrichelten blauen Linie die Vorgänge innerhalb eines Hydraulikaggregates dar. Das Hydraulikaggregat erzeugt bei einer Öldurchflussmenge von 20 Liter pro Minute und einem Druck von 120 bar eine Leistung von 5 kW. Die Formel zur Berechnung der Leistung lautet: Öldurchfluss in Liter pro Minute mal Druck in bar geteilt durch 480 ist gleich die erzeugte Leistung. Der Bereich der gestrichelten roten Linie stellt die Vorgänge innerhalb eines hydraulischen Werkzeuges dar. Im Folgenden wird von einer hydraulischen Freihandkernbohrmaschine ausgegangen. Mittels eines Hydraulikschlauches wird die erzeugte Leistung auf das Werkzeug übertragen. Die Freihandkernbohrmaschine kann maximal eine Öldurchflussmenge von 20 Liter pro Minute bei einem Druck von 80 bar aufnehmen. Dies entspricht einer Leistung von 3,3 kW oder 66,7% der vom Aggregat erzeugten Leistung. Die überschüssige Öldurchflussmenge von 20 Liter pro Minute bei 40 bar entspricht einer Leistung von 1,67 kW oder 33,3% der vom Aggregat erzeugten Leistung. Die Kernbohrmaschine verwandelt die überschüssige Energie von 1,67 kW mittels eines Überdruckventils in Wärme um. Die erzeugte Wärme wird vom Hydrauliköl aufgenommen. Die Öltemperatur des Hydrauliköles steigt auf bis zu 60 Grad Celsius an. Das auf 60 Grad Celsius erwärmte Hydrauliköl wird von der Kernbohrmaschine zurück zum Hydraulikaggregat geleitet. Im Hydraulikaggregat wird das erwärmte Öl durch den Ölkühler geleitet. Dieser wird mittels eines Ventilators belüftet. Je höher die Motordrehzahl, desto höher die Kühlleistung. Die Öltemperatur wird im Kühler auf Normalniveau von ca. 25 Grad Celsius gesenkt und zurück in den Hydrauliköltank des Aggregates gepumpt. Von dort wird es wieder mittels der Hydraulikpumpe bei 20 Liter pro Minute und 120 bar Druck mit einer Leistung von 5 kW an das Werkzeug gesendet. Nachdem die Ursachen für steigende Öltemperaturen nunmehr erläutert wurden, betrachten wir in einem zweiten Schritt die Auswirkungen der Ölerwärmung auf Ihren Umsatz. Hierzu werfen wir wiederum einen Blick in das Video "Warum hängt mein Umsatz von der Motordrehzahl meines Hydraulikaggregates ab?", beginnend bei 2 Minuten und 47 Sekunden. Die Öltemperatur ist ein entscheidender Faktor. Ist das Öl zu heiß oder zu kalt, so verändert das Öl seine Fließeigenschaften. Bei großer Kälte wird es zu zähflüssig und bei zu starker Hitze dünnflüssig. In beiden Fällen verliert das Öl seine Fähigkeit, die erzeugte Leistung vom Aggregat auf das Werkzeug verlustfrei zu übertragen. Zur Veranschaulichung dieses Effektes werfen wir einen Blick auf folgendes Kraftübertragungsdiagramm. Hierbei handelt es sich um ein Hydrauliköl, dessen optimale Temperatur zwischen 20 und 50 Grad Celsius liegt. Auf der X-Achse wird der Temperaturbereich von 0 bis 100 Grad Celsius abgetragen. Auf der Y-Achse die Leistungsfähigkeit des Hydrauliköles von 0%, keine Kraftübertragung, bis 100% maximale Kraftübertragung. Im nächsten Schritt wird nunmehr die Leistungskurve eingetragen. Bei tiefen Temperaturen ist das Öl zähflüssig. Die Leistung wird nur teilweise auf das Werkzeug übertragen. Mit steigender Temperatur steigt die Leistungsfähigkeit des Öls.
Zwischen 20 und 50 Grad Celsius kann das Öl die erzeugte Leistung optimal auf das Werkzeug mit bis zu 100% übertragen. Steigen die Temperaturen über 50 Grad, sinkt die Kraftübertragung. Bei 60 Grad Celsius beträgt sie 80%, bei 70 Grad 40% und bei Temperaturen ab 80 Grad Celsius sinkt sie unter 20% bis hin zu 0%. Daraus resultieren 4 Temperaturzonen. In Zonen 1, 3 und 4 erfolgt nur eine verminderte Leistungsübertragung. In der Zone 2 ist die Kraftübertragung optimal mit bis zu 100%. Die Folge: arbeitet man im optimalen Temperaturbereich 2 eine Stunde, so benötigt man für denselben Arbeitsfortschritt in den Temperaturbereichen 1, 3 oder 4 bis zu 5 Stunden. Insbesondere im Temperaturbereich 4 ist praktisch kein messbarer Arbeitsfortschritt erkennbar. Die Werkzeuge weisen keinerlei Leistung mehr auf. Zum Teil müssen unproduktive Zwangspausen eingelegt werden, bis sich das Hydrauliköl wieder abgekühlt hat. Diese 4 Temperaturbereiche haben somit entscheidenden Einfluss auf Ihren Arbeitsfortschritt und somit auf Ihren Umsatz. Somit hat die Temperatur des Hydrauliköles direkten Einfluss auf Ihren Umsatz. Nur im optimalen Bereich ist der Umsatz auch maximal. Die Beziehung zwischen Temperaturbereich und Arbeitsfortschritt und daraus resultierendem Umsatz wird in folgender Animation dargestellt. Im Bereich 1 kommt es zu geringen Umsätzen, im Bereich 2 wird aufgrund der 100%igen Kraftübertragung der Arbeitsfortschritt maximiert und somit auch der maximale Umsatz erreicht. In dem Bereich 3 sinkt die Kraftübertragung erheblich und verlängert somit die Arbeitszeit entscheidend. Dies reduziert entsprechend den Umsatz erheblich. Das gleiche gilt für den Bereich 4. Hier steigt aufgrund der hohen Temperaturen sowohl der Verschleiß als auch die Gefahr von ernsthaften Schäden entscheidend an. Um überhaupt arbeiten zu können, sind Zwangspausen zur Kühlung des Öls notwendig. Dementsprechend sind hier die minimalsten Arbeitsfortschritte und somit auch die minimalsten Umsätze zu erreichen. Da die Drehzahl des Antriebsmotors direkt die Belüftung des Kühlers steuert, sind maximale Motordrehzahlen für den Arbeitsfortschritt optimal, da maximale Kühlleistung das Risiko des Überhitzens minimiert und somit den Umsatz maximiert. Sie können das gesamte Video direkt unter nachfolgendem Link ansehen. Der Link ist in der Videobeschreibung ebenfalls hinterlegt. Nach den beiden Videosequenzen bleibt festzuhalten, dass die Öltemperatur entscheidenden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit Ihrer Werkzeuge, deren Verschleiß und Reparaturanfälligkeit und somit direkt auf Ihren Umsatz und Gewinn hat. In den nachfolgenden 4 Animationen wird der Frage nachgegangen, ob und wenn ja, welchen Einfluss die verwendete Kühlungstechnologie auf Ihren Umsatz hat. Zuerst betrachten wir den grundsätzlichen Unterschied zwischen einem Ring- und Lamellenkühler. Anschließend die Kombinationen Ringkühler plus Axiallüfter, Lamellenkühler plus Axiallüfter und Lamellenkühler plus Radiallüfter. Insbesondere gehen wir der Frage nach, inwieweit die jeweilige Kühltechnologie dauerhaft und zuverlässig in der Lage ist, die geforderte Kühlleistung unter realistischen Betriebsbedingungen aufrecht zu erhalten. Beginnen wir nun mit der Gegenüberstellung der Lamellen- und Ringkühlertechnologie. In nachfolgender Animation werden 2 unterschiedliche Kühlkörper gegenübergestellt. Zum einen ein sogenannter Lamellenkühler und zum anderen ein sogenannter Ringkühler. Das erhitzte Hydrauliköl fließt durch den jeweiligen Kühlkörper. Dieser entzieht dem Hydrauliköl die Wärme und gibt diese über Lamellen oder Kühlrippen an die Umgebungsluft ab. Hierbei dienen die Lamellen bzw. Kühlrippen ausschließlich zur Oberflächenvergrößerung des Kühlkörpers. Je größer die Kontaktflächen, desto besser die Wärmeabgabe, umso höher die Kühlleistung. Zum besseren Vergleich beider Kühlsysteme wird der Ringkühler auf seine ursprüngliche Form gebracht.
Zur Nachbildung des daraus entstandenen Kühlkörpers sind bis zu 15 Lamellenkühler nötig. Durch die zweifache Biegung des Ringkühlers wird dessen Platzbedarf optimiert. Kommt der Kühler in staub- oder schmutzreicher Umgebung zum Einsatz, so ist der Ringkühler aufgrund seiner Kühlrippen die erste Wahl. Die hohe mechanische Belastbarkeit der Kühlrippen ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung der Kühlrippen. Die feinen und empfindlichen Lamellen des Lamellenkühlers verschmutzen vergleichsweise schnell und können wegen ihrer geringen mechanischen Belastbarkeit nur sehr aufwendig gereinigt werden. Lamellenkühler können auf engstem Raum platziert werden. Die Reinigung der Lamellen ist konstruktionsbedingt aufwendig. Die Kühlleistung sinkt aufgrund von Verschmutzungen schnell dauerhaft ab. Ringkühler erreichen bei geringem Raumbedarf eine hohe Kühlleistung. Die stabilen Kühlrippen ermöglichen eine unkomplizierte Reinigung des Kühlers. Die Kühlleistung bleibt auch nach Jahren unverändert. Ringkühler sind somit insbesondere in staub- und schmutzreicher Umgebung die erste Wahl. Als nächstes betrachten wir die Kombination Ringkühler plus Axiallüfter. In nachfolgender Animation wird das Konstruktionsprinzip eines Hydraulikaggregates auf Basis eines Ringkühlersystems dargestellt. Die Antriebsachse des Motors treibt direkt den Ventilator zur Belüftung des Hydrauliköles an. Der Ringkühler befindet sich auf der Antriebsachse zwischen Ventilator und Motor. Hierdurch ist zum einen die Konstruktion kompakter Aggregate möglich, zum anderen stellt die Bauweise sicher, dass eine Verschmutzung des Kühlers durch Schmutzpartikel minimiert und die Kühlleistung des Kühlers maximiert wird. Hierzu betrachten wir die Vorgänge in Zeitlupe. Der Ventilator dreht mit bis zu 3600 Umdrehungen pro Minute vor dem Kühler. Feststoffe in der angesaugten Kühlluft werden durch den Ventilator abgelenkt. Die Verschmutzung des Kühlers wird somit minimiert und seine Kühlleistung maximiert. Die Konstruktion der Kühlrippen stellt sicher, dass eventuelle Ablagerungen den Luftstrom nicht unterbrechen. Die Kühlleistung bleibt erhalten. Sollte es dennoch zu einer Behinderung des Luftstromes aufgrund von Verschmutzungen zwischen den Kühlrippen kommen, so können diese einfach mittels eines Hochdruckreinigers beseitigt werden. Die Kühlrippenkonstruktion ermöglicht zum einen die Entfernung von Verschmutzungen, zum anderen übersteht die Bauweise den Wasserdruck des Hochdruckreinigers unbeschadet. Der Einsatz eines Ringkühlers in Verbindung mit einem vorgelagerten Axiallüfter stellt somit dauerhaft maximale Kühlleistung und somit maximale Werkzeugleistung sicher. Durch die optimierte Öltemperatur werden die Kosten für Verschleiß und Reparaturen minimiert. Kurz, maximaler Umsatz bei minimalen Kosten für maximalen Gewinn für Ihr Unternehmen. Bleibt festzuhalten, dass die Kombination Ringkühler plus Axiallüfter konstruktionsbedingt die Kühlleistung maximiert und das Risiko von Verschmutzungen minimiert. Mittels eines Hochdruckreinigers ist die Kühlleistung schnell und einfach zu 100% wiederherstellbar. Die Werkzeuge arbeiten mit maximaler Effizienz, ihr Umsatz wird maximiert. Kosten für Reparaturen und Verschleiß werden minimiert. Somit gibt es für die Bewertungskategorie verwendete Kühltechnologie 3 von 3 Sternen. Für die Bewertungskategorie integrierter Verschmutzungsschutz ebenfalls 3 von 3 Sternen. Für die Bewertungskategorie einfache und schnelle Kühlerreinigung auch 3 von 3 Sternen. Für die Bewertungskategorie Umsatz gibt es somit ebenfalls 3 von 3 Sternen. Betrachten wir als nächstes Lamellenkühler plus Axiallüfter. In nachfolgender Animation wird das Konstruktionsprinzip eines Hydraulikaggregates auf Basis eines Lamellenkühlersystems dargestellt. Hierzu schieben wir als erstes den Lamellenkühler zur Seite. Hinter dem Lamellenkühler befindet sich ein Axiallüfter. Dieser saugt die Kühlluft durch den Lamellenkühler hindurch an. Der Lamellenkühler besteht aus im Vergleich zum Ringkühler extrem engmaschigen Kühllamellen.
Diese übertragen die Wärme vom Kühlkörper auf die vorbeiströmende Luft. Im Betrieb liegt der Lamellenkühler somit direkt vor dem Axiallüfter. Schmutzpartikel im Luftstrom der Kühlluft gelangen ungehindert in den Lamellenkühler. Schon kleinste Schmutzpartikel blockieren den Luftstrom dauerhaft. Mit zunehmender Laufzeit nehmen die Verschmutzungen des Kühlers zu. Die Kühlluft kommt nur noch eingeschränkt mit den Lamellen in Kontakt. Die Kühlleistung in den verschmutzten Bereichen sinkt auf 0. Die Öltemperatur steigt an. Die Werkzeugleistung sinkt ab. Der Werkzeugverschleiß steigt. Da sich die Verschmutzungen regelmäßig innerhalb des Lamellenkühlers befinden, sind diese kaum oder erst sehr spät erkennbar. In der Regel ist die Kühlleistung schon lange stark eingeschränkt, bevor die Verschmutzung optisch erkennbar ist. Erst wenn die Schmutzablagerungen an der Vorderseite des Kühlers erkennbar sind, ist auch optisch zu erkennen, dass der Lamellenkühler nur noch eine verringerte Kühlleistung besitzt. Eine Reinigung mittels eines Hochdruckreinigers führt schnell zu Schäden an den feinen und empfindlichen Lamellen. Die Lamellen verbiegen sich derart, dass in diesem Bereich der Luftstrom dauerhaft unterbunden wird. Der Kühler muss komplett ersetzt werden. Somit ist ein Hydraulikaggregat auf Basis eines Axialkühlers in Verbindung mit einem Lamellenkühler zum einen anfällig für Verschmutzungen und zum anderen ist eine Reinigung ohne Beschädigung der Lamellen kaum möglich. Bevor für den Bediener die Verschmutzung überhaupt erkennbar ist, hat der Lamellenkühler schon über einen längeren Zeitraum einen Großteil seiner Kühlleistung eingebüßt. Die Öltemperatur steigt, der Verschleiß der Werkzeuge nimmt zu, die Werkzeugleistung sinkt. Es kommt zu teuren Reparaturen am Aggregat und Werkzeug. Die Verwendung von Lamellenkühlern ist deshalb nur in weitgehend staubfreier Umgebung empfehlenswert. Zumindest sollte ständig die Kühlleistung bewacht werden, um gegebenenfalls den Lamellenkühler auszutauschen. Bleibt festzuhalten, dass der Lamellenkühler mit Axiallüfter durch Verschmutzungen schleichend an Kühlleistung verliert. Die Öltemperatur steigt, die Werkzeugleistung nimmt ab. Die Arbeitszeit steigt. Verschleiß und Reparaturen steigen, ihr Umsatz und Gewinn sinken. Somit gibt es für die Bereiche verwendete Kühltechnologie 2 von 3 Sternen. Für die Bewertungskategorie integrierter Verschmutzungsschutz gibt es 1 von 3 Sternen, da zumindest die Verschmutzung optisch erkennbar ist. Für die Bewertungskategorie einfache und schnelle Kühlerreinigung gibt es ebenfalls 1 von 3 Sternen, da eine vorsichtige Reinigung des Kühlers grundsätzlich möglich ist. Somit gibt es für die Bewertungskategorie Umsatz insgesamt nur 1 von 3 Sternen. Betrachten wir als letztes Lamellenkühler plus Radiallüfter. In nachfolgender Animation wird das Konstruktionsprinzip eines Hydraulikaggregates auf Basis eines Lamellenkühlersystems in Verbindung mit einem sogenannten Radiallüfter dargestellt. Der Radiallüfter belüftet mit Hilfe eines Windkanals den seitlich montierten Lamellenkühler. Um die Vorgänge im Windkanal besser erkennen zu können, schieben wir als erstes die Vorder- und Rückseite des Windkanals zur Seite. Der Radiallüfter saugt von vorne die Luft an, im Windkanal wird diese in Richtung Lamellenkühler umgelenkt und belüftet somit diesen. Der Lamellenkühler besteht aus im Vergleich zum Ringkühler extrem engmaschigen Kühllamellen. Diese übertragen die Wärme vom Kühlkörper auf die vorbeiströmende Luft. Schmutzpartikel im Luftstrom der Kühlluft gelangen ungehindert in den Lamellenkühler. Schon kleinste Schmutzpartikel blockieren den Luftstrom dauerhaft. Mit zunehmender Laufzeit nehmen die Verschmutzungen des Kühlers zu. Die Kühlluft kommt nur noch eingeschränkt mit den Lamellen in Kontakt. Die Kühlleistung in den verschmutzten Bereichen sinkt auf 0. Die Öltemperatur steigt an, die Werkzeugleistung sinkt ab, der Werkzeugverschleiß steigt. Da sich die Verschmutzungen regelmäßig innerhalb des Lamellenkühlers befinden, sind diese kaum oder erst sehr spät erkennbar. In der Regel fällt dem Bediener
die Folge der Kühlerverschmutzung in Form von mangelnder Leistung der Werkzeuge und extrem überhitzten Hydrauliköl eher auf als die Verschmutzung selbst. Eine optische Kontrolle der verschmutzten Rückseite ist nur unter verhältnismäßig großem Aufwand möglich. Hierzu muss der Kühler demontiert werden. Eine Reinigung mittels eines Hochdruckreinigers führt schnell zu Schäden an den feinen und empfindlichen Lamellen. Die Lamellen verbiegen sich derart, dass in diesem Bereich der Luftstrom dauerhaft unterbunden wird. Der Kühler muss komplett ersetzt werden. Somit ist ein Hydraulikaggregat auf Basis eines Radiallüfters in Verbindung mit einem Lamellenkühler zum einen anfällig für Verschmutzungen und zum anderen ist eine Reinigung ohne Beschädigung der Lamellen kaum möglich. Insbesondere die praktisch fehlende optische Kontrollmöglichkeit bezüglich bestehender Verschmutzungen sind ein entscheidender Nachteil von Radiallüftern in Verbindung mit Lamellenkühlern. Bevor für den Bediener die Verschmutzung überhaupt erkennbar ist, hat der Lamellenkühler schon über einen längeren Zeitraum einen Großteil seiner Kühlleistung eingebüßt. Die Öltemperatur steigt, der Verschleiß der Werkzeuge nimmt zu, die Werkzeugleistung sinkt, es kommt zu teuren Reparaturen am Aggregat und Werkzeug. Die Verwendung von Radiallüftern in Verbindung mit Lamellenkühlern ist deshalb nur in weitgehend staubfreier Umgebung empfehlenswert. Zumindest sollte ständig die Kühlleistung überwacht werden und gegebenenfalls der Lamellenkühler ausgetauscht werden. Bleibt festzuhalten, dass bei dieser Konstruktion das Risiko der Ölüberhitzung aufgrund von Verschmutzungen hier am größten ist. Die damit verbundene verringerte Werkzeugleistung, der erhöhte Verschleiß und die vermehrten Reparaturen minimieren im Ergebnis den Umsatz und den Gewinn. Die Reinigung des Kühlers ist aufwendig, somit ergibt es für die Bereiche verwendete Kühltechnologie einen von 3 Sternen. Für die Bewertungskategorie integrierter Verschmutzungsschutz gibt es 0 von 3 Sternen, da die Verschmutzung optisch erst sehr spät erkennbar ist. Für die Bewertungskategorie einfache und schnelle Kühlerreinigung gibt es ebenfalls 0 von 3 Sternen, da eine vorsichtige Reinigung des Kühlers grundsätzlich möglich ist, aber nur mit sehr hohem Aufwand. Somit gibt es für die Bewertungskategorie Umsatz nur einen von 3 Sternen. In der Gesamtbewertung landet das Lamellenkühlersystem mit Radialkühler auf den 3. Platz mit 2 Sternen. Das Lamellenkühlersystem mit Axialkühler auf Platz 2 mit 5 Sternen und auf Platz 1 mit deutlichem Abstand mit insgesamt 12 Sternen das Ringkühlersystem mit Axialkühler. Danke fürs Anschauen. Hier geht es zum Abonnieren, hier zum Kanal, hier zur Homepage und hier zur Playlist. Bis zum nächsten Mal.